Schaut mal an, jetzt zu heute Morgen. Natürlich, die Bauchmuskeln sind natürlich weg. Über 4 Kilo zugenommen auf der Waage. Damit willkommen zu einer neuen Folge Day of Big Life auf unserem Zweitkanal Big MTV. Und heute zeige ich euch besondere Einblicke, wie so der Tag aussieht, was ich mache, wenn eine Food Challenge ansteht. Heute Morgen, ich sitze jetzt hier am PC schon mit meinem morgendlichen Kaffee aufgestanden. Da ging es wie immer auf die Toilette. Könnt ihr auch gerne in der ersten Folge nachschauen, wie so die Morgenroutine abläuft. Genau das gleiche, Kaffeemaschine angemacht, währenddessen Kaffee durchlaufen lassen, gestretcht, gedehnt und natürlich gewogen. Und heute ist so, ich sag mal, das Tiefstgewicht, bevor so eine Challenge ansteht, 76,4. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da haben wir sogar bei 80 angefangen. Und das heißt, wir haben jetzt so um die 4 Kilo innerhalb von ein paar Tagen wieder abgenommen und heute ist Tiefstgewicht. Ich glaube, ich hätte sogar gestern schon die Challenge erste machen können, weil ich mich da auch schon so relativ vom Gewicht her so fast eingependelt habe. Heute war es nochmal ein halbes Kilo weniger. Aber auch die Form zeigt einfach, dass es Zeit wird, wieder ordentlich was zu essen, und deswegen setze ich mich jetzt schon an den PC ran, beantworte wie immer, ich sag mal jetzt die Social Media Nachrichten auf Instagram, TikTok, und dann würde ich sagen, geht schon ins Training, ins erste. Davon stehen heute 2 an. Wie gesagt, ich zeige euch heute so den Tagesablauf bei der Food Challenge. Ich setze mich jetzt ein bisschen an die Arbeit und ich denke, in ca. 1,5 Stunden geht zum Training und dann zeige ich euch mal, wie das so abläuft. Genug gearbeitet jetzt erstmal für den Morgen. Jetzt wird es fertig gemacht. Es geht zum Sport. Die erste Trainingseinheit steht an. Das heißt auch hier, da geht es natürlich wie immer an den Apothekerschrank, wo die ganzen Medikamente drin sind, sage ich mal. Ja, einfach ein paar Supplements, hier so ein paar, ich sag mal, Geschmacksverstärker und ein paar Shaker, das war's schon. Okay, da oben noch ein bisschen Drinks, aber naja, wie gesagt, üblich. Im letzten Video schaut ganz gerne, was ich da mal vor dem Training nehme. Das kommt jetzt auch. Ja, dann machen wir uns ready, trinken den ersten Shake und dann geht's ins erste Training. Angekommen, heute steht jetzt erst tatsächlich Schulter und ich mache dabei immer ein bisschen Waden und Bauch gleichzeitig. Das heißt, ich fange quasi mit einer Übung an, beziehungsweise mit dem ersten Satz Schulter, und dann mache ich quasi dazwischen immer einen Satz Waden, dann wieder Schulter, dann Satz Waden, mache ich 2 Übungen und dann geht's quasi im Bauch über, sodass ich eigentlich gar keine Pause zwischendurch habe. Also bei Schulter, weil es halt ein relativ kleiner Muskel ist, mache ich dann immer wirklich dann Waden, Bauch. Und wie gesagt, ich bin sowieso jeden Tag beim Training, was mir gerade eingefallen ist, nimmt auf jeden Fall, oder als Idee, nimmt einen Kaugummi. Denn das hat mehrere Effekte. Zum einen schmeckt es gut, ihr habt einen frischen Atem, und wenn ihr zum Beispiel presst und ich sag mal so auf die Zähne knirscht, dann deckt quasi der Kaugummi deckt so ein bisschen das Ganze ab. Ja, ich sag mal, meine Zahnärztin sowieso mal mit so einem Gebiss beziehungsweise mit so einer Spange geraten, auch nachts, aber gerade beim Training merke ich das, wenn man so drückt, dann sorgt das Kaugummi doch dafür, dass ich sag mal so ein bisschen abgefedert wird, und was definitiv auch der Fall ist, die Konzentration wird angeregt. Es gibt Studien, die beweisen, dass quasi, wenn man Kaugummi kaut, das natürlich auch Gehirn und der Fokus sich steigert. Kann wirken, muss nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich merke das immer, wenn ich Kaugummi kaue. Und es macht mich tatsächlich noch ein bisschen hungriger, weil der Magen ja quasi so aktiviert wird. Man kaut ja quasi dem Magen vor, dass man was isst. Und dementsprechend Hungergefühle werden ausgefüllt. Und da ich das sowieso gleich brauche, beziehungsweise massig was ansteht, sind das so mehrere Sachen, die vielleicht kleine Hilfen sind. Aber ich würde sagen, ich ziehe jetzt mein Schulter-, Waden-, Bauchtraining durch. Und dann wird es langsam Zeit fürs Essen. Damit haben wir das heutige Training auch geschafft. Schultereinheit ist vorbei. Ein paar Übungen Schulter, Bauch und Waden. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe das gerade schon beim Training gemerkt, auch zu heute Morgen. Ich merke richtig, dass es Zeit wird, was zu essen. Also ich habe schon hier und da das ein oder andere Zucken gemerkt, auch jetzt vom Bauch. Merkt man jetzt doch so langsam, dass es Zeit wird für, ich sag mal, ordentlich was zu essen. Aber das Geile ist, und das zeige ich euch später, wie sich der Körper verändert, wenn vor allem gleich, ich sag mal, eine große Mahlzeit reinkommt. Ich finde das immer faszinierend, wie dann, ich sag mal, die Durchblutung angeregt wird oder wie das alles mit dem Körper anstellt. Deswegen mache ich das Ganze auch, weil ich immer wieder, ich sag mal, das faszinierend finde, welche Grenzen man hat, was man überwinden kann und was vor allem so der Körper zu bewältigen imstande ist und wie sich sowas auswirkt. Aber ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt genau um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, damit sitzen wir am Düsseldorfer Hauptbahnhof und wollen nach Köln, nach Hürth fahren. Und wie so oft ist es manchmal so, dass die Bahn Verspätung hat oder, ja, ich sag mal, vielleicht woanders fährt, als man vorher gedacht hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich liebe Bahnfahren, weil man kann in der Zeit so viel machen. Klar, man kann sich überall immer drüber aufregen, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die Verspätungen gut sind oder immer alles so gerechtfertigt ist, was damit ist. Aber ich liebe es einfach, Bahn zu fahren, weil man so viel da machen kann. Man kann arbeiten, man kann sich dort unterhalten, muss sich nicht aufs Autofahren konzentrieren.
ausprobieren und jetzt mal Retalk. Wie oft steht man schon beim Autofahren? Also klar, man ist ein bisschen unabhängiger, aber ich liebe das Bahnfahren. Und jetzt fahren wir halt erst nach Köln und dann eine Zwischenhalt und dann geht es weiter nach Hürth. Und da muss ich euch ehrlich sagen, ich merke schon, wie meine Geschmacksnerven und so schon echt, also mein Geruch immer stärker wird, weil ich so krass Hunger habe. Also ich freue mich mega auf die Challenge, danach sieht es wieder anders aus, aber genießt noch ein bisschen das Wetter hier, wartet auf die Bahn, ihr müsst jetzt kommen. Oh, kommt, wir steigen ein und fahren jetzt nach Hürth. Damit, Leute, angekommen in Hürth. Ich glaube, ich war noch nie in Hürth. Ne? Also das Einzige, was mir von mal eingefallen ist, ich kenne diesen Comedian Dennis aus Hürth. Könnt ihr mal schreiben, wer den von euch auch noch kennt. Aber ansonsten hat mich hier, muss ich sagen, noch nichts hingebracht. Aber so kommt man auch rum. Ne? Also das finde ich auch ganz cool, weil man halt so viel, ich sag mal, irgendwo Sachen findet, die auch ein bisschen außerhalb sind. Wie jetzt zum Beispiel, ihr hört ein bisschen von Köln, 20 Minuten jetzt mit der Bahn weg gewesen. Ja, so lernt man neue Leute kennen und vor allem auch neue Orte. Oh, und das Wetter, ne? So herrlich. Ich muss aber ehrlich sagen, es kickt gerade so richtig rein. Ne? Also ich merke schon, wie, ich sag mal so, mein Hunger richtig da ist. Ne? Ich merke das auch langsam so an meinen Augen und auch die Schritte und alles immer da schwerer fallen, weil ich jetzt wirklich so knappe 20 Stunden schon ohne, ja, ich sag mal, was zu essen bin. Da mit dem Sport und so. Ne? Und dann dadurch, dass ich ja sowieso sehr unterkalorisch so auch die Tage dazwischen mache, merke ich jetzt schon, dass es Zeit wird. Aber das sollte uns helfen für die Challenge. Mal schauen, wie der Magen sich heute verhält. Ist auch immer tagesformabhängig. Ne? Also man kann nicht immer gleich viel essen. Das sage ich euch auch. Auch bei mir ist echt so immer tagesformabhängig. Ich fühle mich aber gut und bin jetzt gespannt, was es gleich so gibt. So, wir sind hier zwar mitten in Hürth. Also hier in Hürth wird ordentlich umgebaut. Da seht mal hier, was hier alles los ist. Also Hürth. Vielleicht entsteht hier die modernste Stadt Deutschlands. Keine Ahnung, was die hier machen. Auf jeden Fall sind wir da. Ihr seht's, ne? Charisma Grill. Mal schauen, ob die uns schon erwarten. Also, wir sind da. Der nette Mann hier hat uns herausgefordert nach den, ich sag mal, 8 bis 10 Dönern auf 10 Döner-Teller. Wir schauen mal, ob wir die schaffen. Wie gesagt, das Video seht ihr jetzt auf dem Hauptkanal. Und wir hören uns wieder, wenn die Challenge geschafft ist oder auch nicht. Oder wie es mir danach geht. Auf jeden Fall sehen wir uns danach wieder. Wir machen jetzt erstmal was am Hauptkanal. Let's go, würde ich sagen. Ne? Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind wieder so langsam auf dem Rückweg, sitzen jetzt am Bahnhof in Hürth. Die Challenge ist vorbei. Wie sie ausgegangen ist, checkt gerne da, wie gesagt, den Hauptkanal ab. Da findet ihr dann die Challenge zu Charisma am Hürth. Ich sag euch aber jetzt schon, es war so riesig und hat so viel Spaß gemacht. Ne? Es waren so um die 5 bis 6 Kilo wieder, die wir jetzt, ich sag mal, an Nahrung zu uns genommen haben. Plus, ich habe jetzt 1,5 Liter noch dazu getrunken. Da kommen wir nämlich gleich noch zu, was ich sag mal, jetzt im Rahmen und vor allem noch im Laufe des Tages trinken werde. Denn es war ja eine Döner-Teller-Challenge und ihr könnt euch mal so vorstellen, wie viel Reis, ne, wie viel Dönerfleisch das war und ich sag mal, wie viel Salz dann immer intus kommt. Und dementsprechend fängt es jetzt so langsam schon an. Wir können nachher mal hochrechnen, ne, auf wie viel wir kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, während der Sache 1 Liter getrunken, dann danach nochmal eine Flasche mit 0,5. Das heißt, wir sind so bei 1,5 Liter jetzt so ungefähr, die ich schon intus habe, plus die Challenge, also 5 bis, ich sag mal so 6 Kilo Nahrung, die wir jetzt zu uns hatten. Wie gesagt, checkt gerne das Video, ob wir die Challenge geschafft haben oder nicht. Ansonsten wisst ihr das ja schon und so würde ich sagen, geht der Tagesverlauf jetzt weiter. Ich fahre nach Hause, brauchen jetzt so circa eine Stunde. Wir haben es jetzt 17:30 Uhr, also ne, die Sonne geht schon noch nicht ganz unter, aber der Tag nähert sich so dem Ende. Die zweite Hälfte fängt jetzt für mich, wie gesagt, an. Ich fühle mich aber gut, ne? Also ist jetzt gar nicht so, dass ich müde bin, fertig, groggy, aufgrund des vielen Essens, ne? Sondern mir geht es wirklich gut. Ich merke, wie meinem Körper das halt auch immer gut tut, so nach der Zeit. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause, wie gesagt, so eine Stunde bis Düsseldorf und ich denke mal, dann gibt es die nächsten Eindrücke und auch die nächste Sporteinheit steht schon wieder an. Ja Leute, vorhin noch, ne? Ich sag mal, die Bahn gelobt und jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Ich stecke tatsächlich in Neuss fest. Ne? Von Köln bis nach Neuss bin ich jetzt schon, ich glaube, bestimmt fast eine Stunde gefahren, weil in Düsseldorf aktuell keine Züge langfahren. Ich weiß nicht wieso. Und jetzt wurde halt gesagt, man soll in Neuss umsteigen. Jetzt sitze ich hier in der nächsten Bahn, aber da fährt auch nichts. Und jetzt trifft halt das oder kommt halt das, was ich schon so angedeutet habe, was immer so ist. Ich bekomme langsam mega Durst. Ne? Ich habe noch so eine, ich sag mal, Cola Light jetzt hier. Die habe ich noch netterweise von Charisma mitbekommen. Habe aber gerade auch noch einen Automaten gefunden, wo es, ich sag mal, mein Lieblingsgetränk gibt, 7-Up Zero. Das heißt, ich sag mal jetzt so 0,8 bis 1 Liter habe ich jetzt mal dazu. Aber wisst ihr, was ich auch brauche? Ich brauche mal so einen starken Kaffee. Vorhin in der Bahn war die Luft schon so schlecht, ne? Und das hat halt schon so, ich sag mal, müde gemacht mit dem Essen. Das jetzt wirklich schon, wir haben es jetzt ja, gleich 7 Uhr schon, dass ich wirklich langsam einen Kaffee brauche, weil sonst wird es auch schon zu spät für mich, weil der immer stark wirkt und ich brauche wirklich einen starken doppelten Espresso. Deswegen habe ich so gehofft, am Hauptbahnhof nochmal mir einen Kaffee mitzunehmen, aber je später es wird, desto unglaubwürdiger wird das noch. Und es steht ja noch echt viel an heute, ne? Also, ja,
Ich bin mal gespannt. Kurz Update dazu. Wir sind noch nicht zu Hause, noch lange nicht. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange und dass ich auch langsam mal einen Kaffee bekomme. Die Sonne ist schon längst untergegangen. Ich habe mich jetzt in eine Bahn gesetzt, die quasi wirklich von Neuss aus bis nach Düsseldorf durchfährt. Nur Straßenbahn sozusagen. Ich brauche aber auch wieder 40 Minuten jetzt genau, bis ich da bin. Aber das werde ich mir jetzt definitiv mit einem kleinen Kaltgetränk gut gehen lassen. Und zwar gab es in dem kleinen Stadtteil noch nicht mehr zu McDonald's, wo ich mir einen Kaffee holen konnte. Deswegen habe ich den nächsten, ich sag mal, Kiosk da aufgesucht und habe mir eine Monster Energy geholt. Boah, die habe ich, glaube ich, ewig nicht mehr getrunken. Schreibt mal gerne rein, ob ihr Monster oder sowas gerne trinkt. 0,5 Energy, Taurin. Boah, ich glaube, das wird mich so wach machen die Nacht, weil ich so empfindlich darauf reagiere, weil ich halt so, ich sag mal, kontrolliert Koffein zu mir nehme. Einmal morgens und wie gesagt, einmal nachmittags jetzt zur Zeit. Schon fast zu spät. Aber das tut gleichzeitig dem Durst gut, weil ich so Durst habe. Auch genießen den ersten Schluck. Boah, Halleluja, das Ding ist fast in einem Zug leer. Boah, da scheppert richtig rein. Ich hoffe, die Bahn hat keine Verspätung, denn ansonsten werde ich gleich wibbelig. Boah, ich lasse mir die Energy noch gut geben, die Cola habe ich schon leer. 7-Up habe ich jetzt sicher jetzt auch. Also jetzt bin ich mit doch gut versorgt. Mir geht es auch schon etwas besser an der frischen Luft und jetzt vor allem mit dem Energy Drink. Hoffentlich sehen wir uns gleich spätestens zu Hause wieder und dann wird es echt Zeit für den Sport. So Leute, zu Hause angekommen gerade erst und jetzt die Laufsachen angezogen. Jetzt geht es nämlich in die zweite Laufeinheit. Ups. Boah, ich habe ordentlich noch was getrunken, sage ich euch. Ich habe den Energy Drink leer. Dann habe ich noch die 7-Up Zero leer getrunken, die ich hatte. Und natürlich die Cola, die wir vorher hatten. Jetzt gerade noch einen Schluck von der neuen Flasche aufgemacht. Ich zeige euch, wie gesagt, später noch alles, was ich gegessen habe. Aber ich muss mich ein bisschen eindämmen. Ich bekomme gleich Einkaufen geliefert für die ganze Woche. Ich habe immer quasi bei uns so einen Lieferanten, der uns immer Einkauf nach Hause liefert. Zeige ich euch gleich. Und ich habe nur noch 1,5 Stunden. Das heißt, jetzt so eine Dreiviertelstunde laufen mit hin und zurück. Dreiviertelstunde Trainingseinheit. Und dann ist es auch schon soweit. So ein bisschen Stress macht ja auch fit und wach. Darf nur nicht zu viel sein. Aber jetzt laufe ich erstmal ins Fitnessstudio. Schon mal ein bisschen wieder verbrennen. Und dann geht's in die zweite Trainingseinheit auch. So, gelaufen bin ich jetzt schon mal hier. Aber ihr seht's, und das ist das, was ich meine. Ne? Schaut mal an, jetzt so heute Morgen. Natürlich, die Bauchmuskeln sind natürlich weg, weil der Magen so voll ist. Aber das ist das, was ich meine. Ne? Bei mir habe ich so gebraucht, es kommt im Magen an. Die ganzen Adern auf dem Bauch sind schon wieder überall zu sehen. Aber für alle, die auch immer glauben, ich kotze das aus und so, glaubt mal, der Magen sagt definitiv was anderes. Der ist voll. Genauso wie meine Speicher jetzt. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen durch und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich zu Hause wieder. So. Es ist soweit fast geschafft, sage ich. Den geilsten Moment, den hatte ich gerade schon. Und zwar habe ich die ganze hier, ich sag mal, fast auf Ex gerade leer getrunken. Ich zeige euch nebenbei so ein bisschen jetzt drüber, was, wenn ich quatsche. Ist für mich mit der geilste Moment so vom Tag, abgesehen von dem, ich sag mal, ersten Bissen von so einer Challenge, weil das Essen sich dann so geil anfühlt. Aber wenn ich jetzt beim Sport war und so einen Brand habe, weil ich sag mal, so viel Salz und dieses alles, ne, man einfach so einen Brand halt bekommt, ist das so der geilste Moment, wenn man so runterkommt, ne, wenn der Tag so fast geschafft ist, man sich so geil fühlt, das Ganze dann zu exen. Zuzüglich war dann Beram da, und zwar derjenige, der uns den Einkauf netterweise gebracht hat. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch, was ich alles bekommen habe, ist jetzt für die nächsten 3 Tage bis zur nächsten Challenge geht, plus halt ein bisschen, was man sonst noch so im Haushalt braucht, aber wie gesagt, ich habe so einen Brand, die habe ich jetzt schon mal leer, jetzt kommt die nächste und damit sind wir schon so, ich sag mal so jetzt bei 5 Liter, wenn ich den Kaffee mitnehme, plus halt jetzt, ich sag mal noch die 1,5 Liter, die wir bei der Challenge getrunken haben, weil jetzt 5 Liter, die wir bis heute getrunken haben. Wie gesagt, da wird noch das eine oder andere dazukommen, die jetzt noch leer, dann sind 6, wahrscheinlich noch eine Flasche heute. Wie gesagt, wird wahrscheinlich so zwischen 7,5 und 8,5 Liter heute rauslaufen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch noch eben, was ich eingekauft habe. Und zwar wird es die nächsten 3 Tage wieder ein bisschen gesünder. Kopfsalat, insgesamt 3 Stück für jeden Tag ein. Dann Eisbergsalat sind 6 Stück. Da habe ich dann 2 Proportionen, also ein, ich sag mal, Kopfsalat plus 2 Eisbergsalate. Entkoffinierter Kaffee kann ich für jeden nur empfehlen, tut abends richtig gut, ne? Weil, wie gesagt, ich einfach den Koffein dosiert bzw. bewusst zu mir nehme. Und wenn ich abends, weil ich ein Kaffeeliebhaber bin, Bock habe, gibt es noch einen entkoffinierten. Ja, 3 fette Gurken, wie gesagt, die riesig sind, die Champignons, also viel Gemüse, 1 Kilo Tomaten,
Und ich würde sagen, das packe ich jetzt alles in Ruhe aus, sortiere das. Für die nächsten Tage brauche ich es erst. Heute wird nichts mehr gegessen. Dann setze ich mich noch ein bisschen am PC, weil mein Kopf sagt gerade noch, ich bin noch so ein bisschen wach, bis ich richtig müde werde. Und dann denke ich mal, wird es auch schon fast Schlafenszeit werden, so eine Stunde, 2. Und ja, dann werde ich euch nochmal ein kurzes Update geben, wie es so aussieht, wie es mir geht und vor allem, wie viel wir getrunken haben. Und spätestens morgen sieht dieses Gesicht nicht mehr so aus wie jetzt. Damit ist auch Feierabend für heute. Ich habe mich ein bisschen frisch gemacht, wie gesagt. Noch ein bisschen am PC. Schon die nächste Flasche Cola steht bereit. Ich schaue jetzt noch ein bisschen Nachrichten-TV. Und dann ist auch Feierabend für heute. Wie gesagt, schaut euch das Gesicht an. Das sieht wahrscheinlich, wenn wir jetzt gleich weg sind, anders aus und auch vielleicht die Stimme. Ja, und dann schauen wir mal, wie so der Tag, wie die Nacht wird. Werde ich euch morgen früh erzählen, wenn ich schlafen gehe. Ich werde noch ein bisschen was trinken. Mir ist gut gehen lassen. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Wahrscheinlich ein Stündchen noch ein bisschen chillen. Und dann sage ich mal Gute Nacht. Bis morgen früh. Oder bis jetzt. Damit jetzt auch wirklich nochmal guten Morgen. Der nächste Morgen ist es ja Donnerstag, der 20. März. Wir haben es jetzt 10 Uhr und dementsprechend ist unser Tag damit auch vorbei. Day of Big Life. Und ihr seht, ihr hört es ist ganz anders wie jetzt zum Beispiel für euch jetzt kurz danach, für mich jetzt am gestrigen Tag, weil natürlich, das ist das, was ich meine, wenn ich natürlich, ich sag mal, wie jetzt auch heute und jetzt die nächsten Tage bis zur nächsten Challenge mich sehr unterkalorisch ernähre, sehr gesund mit Salat, allem drum und dran, Gemüse nur eigentlich. Schaut, wie gesagt, das erste Video dazu. Da habe ich hier so ein bisschen meinen Ablauf gezeigt, schon wie ich mich dazwischen verhalte, ernähre und bewege. Aber natürlich dann gestern sowas wie die Döner-Teller-Challenge dran ist, dann ist das natürlich, was Salz und alles angeht, eine ganz andere Hausnummer, auch natürlich Kalorien. Dementsprechend über 4 Kilo zugenommen auf der Waage, aber das ist natürlich alles viel Wasser. Ne? Kohlenhydrate ziehen Wasser, Salz an sich zieht Wasser und so schwemmt man, ja, wie so ein Schwamm zieht man das Ganze und dementsprechend hört man es auch so von der Stimme und alles. Ne? Was ich gestern noch getrunken habe, sind nochmal 2 Flaschen, das heißt, ihr seht hier 6 Liter plus die hier sind 6,5, ne? Also so um die doch 8 bis 9 Liter, die ich gestern getrunken habe. Definitiv der Kaffee ist jetzt auch der heute wieder, was ich trinke. Also 9 Liter kommen noch mit dazu. Auch das sorgt natürlich dafür, dass der Wasserhaushalt sich ein bisschen ändert. Und innerhalb von, ich sag mal jetzt 2-3 Tagen ist das alles wieder weg. Macht euch auch mal, wenn ihr zum Beispiel, ihr seid unterwegs, ihr seid eine Woche im Urlaub, nicht direkt die Gedanken, oh Gott, ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen, sondern was ich empfehlen kann, jeden Tag zur gleichen Zeit auf die Waage und nach, ich sag mal, wenn ihr nach 7 Tagen immer so einen Durchschnittswert nimmt, das ist das Beste, was ihr habt, habt ihr quasi immer diesen Referenzwert, der auch wirklich original dazu spricht, weil dann habt ihr immer die gleichen Verhältnisse. So mache ich das, ich sag mal jetzt seit 15 Jahren, das kann ich als Idee jetzt hier einfach mal so mitgeben, ne? So jeden Tag, immer zur gleichen Zeit auf die Waage, deswegen mache ich es jeden Tag, weil dann hat man einen Referenzwert, wenn man auch mal Schwankungen vom gestrigen Tag hat, was anderes gegessen, das ist dann wieder, ich sag mal, sofort wieder anders und dementsprechend habt ihr, wenn ihr die Woche das immer gleich macht, auch definitiv einen besseren Wert. Ich bin jetzt mal auf meine Health-App gegangen, da kommen wir so auf knapp 20.000 Schritte, die ich gestern gemacht habe, wie gesagt, 2 Trainingseinheiten, Laufen, also ihr seht viel Bewegung und dementsprechend mache ich das so weiter und falls ihr Anregungen, Fragen oder so habt, kommentiert das Ganze gerne. Ich beantworte, wie gesagt, jede vernünftige Frage. Ich werde euch das jetzt, wie gesagt, einmal die Woche zeigen, weil viele Fragen, selbst gestern bei der Challenge kamen, ey Sebastian, wie machst du das, wie ernährst du dich? Ne? Ich gucke nur zu und habe 3 Kilo zugenommen. Immer die typischen Fragen. Nein. Es funktioniert, es ist kein Geheimnis, es ist kein Secret, es ist eigentlich ganz einfach, man braucht nur ein bisschen Erfahrung, vielleicht ein bisschen Hilfe jetzt von mir und dementsprechend denke ich mal, wuppen wir das neben den ganzen Challenges auch so, freuen uns über geile kulinarische Reisen, die es natürlich auch hier weiterhin im Fokus sind, aber auch so ein paar Tipps, Ideen, die ich euch mitgebe, weil wirklich die Fragen unnormal viel geworden sind. Aber freut mich natürlich, ne, wenn ihr da, ich sag mal, reges Interesse habt, mir macht es ja auch Spaß, weil ich lebe das einfach seit über 15 Jahren und dementsprechend freut es mich natürlich, wenn da das Interesse da ist. Ich danke fürs Zuschauen, abonniert gerne, wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare, checkt gerne den Hauptkanal ab, da seht ihr jetzt natürlich auch die Döner-Teller-Challenge. Ich werde jetzt meinen ersten Kaffee hier morgens genießen, wach werden, denn auch die Augen brauchen was und die Stimme und mein Kopf vor allem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße von mir zu Hause mit einem frischen Kaffee. Ciao, ciao.